And so the book actually can show us God's huge amount of patience und auch seine Gnade. and His mercy. Er will bis zum letzten versuchen, dass sie nicht ins Exil müssen. To the very last, He is trying that they don't have to go into exile. Aber ja, wir kennen die Geschichte, sie mussten ins Exil gehen. But we do know the story, and they had to go into exile. Und Gott sei Dank gibt es trotzdem Happy Ends, auch für uns jetzt und so weiter. But thank God there are happy ends also for us. Aber da gehen wir jetzt nicht weiter an der Stelle, sondern wir gehen wieder zurück zu wer der Autor ist. But let's get back to the question of who was the author then. Und da können wir jetzt erstmal fragen, wann das Buch ungefähr geschrieben wurde. And something that can help us discover that is asking the question, so when was this book written down? Und das Letzte, was in dem Buch beschrieben wird, ist ja diese Begnadigung von diesem König im Exil. So the last thing that is described in 2 Kings is how the king of Judah there is spoken to kindly by the Babylonian emperor. Genau, und das war 561 vor Christus. And the date for that is 561 before Christ. Und ein großes geschichtliches Event, das dann später passiert ist, war 539. And one significant historical event that happened after this was 539 BC. Und zwar war das, als dann Babylonien nicht mehr die Weltherrschaft hatte, sondern der persische König an die Macht kam und der die Juden zurück ins Exil, zurück nach Jerusalem hat gehen lassen. Was when Babylon was no longer the major empire of the time, the Persians took over and they allowed different peoples, like the people of Judah, to return to their country. Und weil dieses Event nicht im Buch der Könige aufgeführt wird, muss es vorher geschrieben worden sein. And because this important event is not mentioned in the Book of Kings, it would seem that the Book of Kings has to be written before this date. Und dann gibt es 586 ist die Zerstörung von Jerusalem. 586 is the date for Jerusalem's destruction. Und bis zu diesem Zeitpunkt wurden eigentlich alle Sachen sehr detailliert aufgeschrieben. Until this point in time, the Book of Kings describes events very detailed. Und hier haben wir dann eigentlich eine Lücke, weil das sind ein paar Jahre dazwischen. And then there's kind of a gap in the book. There's a few years in between, obviously. Und deswegen wird vermutet, dass das Hauptwerk vor diesem Datum oder bis zu diesem Datum hin verfasst wurde. And so there's the idea that the main part of the book was written until or including this date of Jerusalem's destruction. Und das ganze Hauptwerk dann fertiggestellt wurde also in diesem Zeitraum hier. And that it was finally completed sometime in this time after 561. Yeah. Did you say that the temple was destroyed in 586? Yes. Okay. Isn't that before the time of Solomon taking the throne? If Solomon takes the throne at 970? It's before Christ. Oh, okay. So Solomon takes the throne at 970 before Christ, and then history goes on, and the temple is destructed here at that point. Okay. Does it make sense? Because we're coming backwards at that point. Yeah. Also das Hauptwerk ist jetzt Deutsch, oder? Oh, right. Ja, das Hauptwerk wurde 561 oder 539 fertiggestellt? Also das Hauptwerk wurde vor diesem Datum hier wahrscheinlich verfasst, sozusagen. Und hier in dieser Zeit wurde dann zum Beispiel dieser letzte Absatz angehangen und wahrscheinlich auch noch andere Sachen hinzugefügt, aber man kann es auch nicht festsetzen, sozusagen. Also ich habe auch keine abschließende Meinung. Vielleicht hast du auch eine, ich weiß es nicht, ob du da noch... So the idea is that the main part of the book was completed until 586 BC, including 586 BC perhaps, and then afterwards, sometime after 561 BC, at least that last paragraph was added, and maybe some other parts of the book. And we don't know exactly, and I personally also don't have this strong opinion of what the exact is. Ja.
Und es wird angenommen, dass es auch zwei verschiedene Autoren sein könnten. And there's the assumption that this could actually have been done by two different authors. Einer, der noch die ganze Zeit mit in Jerusalem gelebt hat. Someone who lived in Jerusalem during this whole time. Und einer, der dann nach der Zerstörung eben auch in Exil war und dort geschrieben hat. And then perhaps the other one was in exile after the destruction of Jerusalem and kind of wrapped up this book. Und man ist sich einig, dass es eine prophetische Sichtweise hat, dieses Buch. And what people do agree on is that this book has the perspective of a prophet. Und die jüdische Tradition sagt, dass der Hauptteil auch von Jeremia geschrieben ist. Jewish tradition says that the main part was written by Jeremiah. Und da ist auch interessant, dass dieser letzte Teil eben im 2. Könige 25, die letzten 3 Verse, die kommen genauso wieder im Buch Jeremia vor. And what's really interesting is that the very last verses of 2 Kings appear identically in the book of Jeremiah. Also ich persönlich glaube auch, dass Jeremia sehr viel davon geschrieben hat, von diesen Königsbüchern. And so I personally also believe that Jeremiah did write a lot of these books. Und könnte mir aber vorstellen, dass ein zweiter Autor auch noch mitgearbeitet hat. Oder vielleicht noch mehr. I could also imagine that another person then finished up the work, or even more than one person. Es gibt natürlich noch viele, ja. Also Jeremia ist ein Exilprophet, also der hat in Babylonien gelebt, oder? Also Jeremia der hat das alles ganz nah miterlebt bis zu der Zerstörung in Jerusalem. So Jeremiah was not in Babylon, he was in Jerusalem, really experiencing it first person, all that happened with the destruction. Und ich habe jetzt gelesen, dass er nicht nach Babylon gegangen ist, sondern er ist noch mit den Leuten in Jerusalem geblieben. And so he was not deported to Babylon, he first stayed with the people in Jerusalem. Also es gab eine kleine Gruppe, die ist in Jerusalem geblieben. Because there was a small group that remained there. Und die sind dann irgendwann mal geflüchtet nach Ägypten und da musste er mit nach Ägypten gehen. And then at some point they fled away to Egypt and they forced him to come with them. Das war natürlich für ihn schrecklich, weil Gott immer gesagt hat, geht nicht zurück nach Ägypten. Which was horrible for him because God's voice had always been saying, don't go back to Egypt. Ja, aber das kann er hat trotzdem viel mitgekriegt. Ich weiß nicht genau, ich habe mir dann gedacht, weil er das in seinem Buch auch geschrieben hat, diese Begnadigung über den König, diesen letzten Absatz in 2. Könige. So I thought to myself, because Jeremiah also mentions this last part about the king of Judah in Babylon in his book, vielleicht hat er als Prophet es auch schon vorher von Gott gekriegt und niedergeschrieben. who knows, maybe as a prophet he received that word from God before it happened and wrote it down. Ja. Waren da nochmal Fragen? Irgendwie habe ich noch mehr Hände gesehen gehabt. Was there more questions? Ich wollte nur noch mal kurz wissen, was war 561 vor Christus? Diese Begnadigung, die letzten 3 Verse vom 2. Buch Könige. So 561 is when these last 4 verses in 2 Kings happened, where the king of Judah was treated kindly by the Babylonian king. Pardoned. He was pardoned. Yeah, that's the direct translation. That's not exactly what I see here, but Oh, it's not there. Okay. but it gives a lot of hope that Judah will be restored at some point. But thanks for giving me the word. Das war die Zeit vom Exil oder von dem Buch Könige? Das ist die Zeitspanne vom Buch Könige. Ja, das ist Salomo kommt auf den Thron. So those numbers up here, they're again the whole time span of Kings between when Solomon ascends the throne. Ja, und das ist eben diese Begnadigung Joachims, selber Datum. And then the last part of the book when the king of Judah was pardoned and they're in exile. Und dann noch eine andere Theorie, die es gibt, wer das Buch geschrieben hat. And another theory that there is about who wrote the book. Und zwar, dass es einen Autor gibt für die 5 Bücher Mose bis hin zu Könige. Is that there was one author for the whole Pentateuch until the book of Kings. Und zwar mit der Begründung, weil es immer stark halt um das Gesetz geht. And the reasoning that people give for that is that the focus is always strongly on the law. Ja, das glaube ich persönlich nicht, aber ich wollte es euch mal gesagt haben. I personally don't think that's true. There's just one author, but I just wanted to mention that viewpoint. Und ich bin jetzt auch nicht ganz tief in diese Datierung von dem, oder wer der Autor ist und die Datierung des Buches reingegangen. Ich weiß nicht, ob ihr da noch mehr Fragen dazu habt oder ob das in Ordnung so für euch ist. I think for DBS, that's Ja, okay. good. Ja, ich mag das Thema immer, wann das Buch geschrieben wurde und wer der Autor ist, gar nicht so gerne. I didn't go super deeply beyond this into the
dates and the authorship, because honestly, that's not my favorite part. You know. Gibt es hier auch was zum Wischen? Gut, dann müssen wir vielleicht improvisieren. It's already 10:30. You said that the theory says that there was one author until Kings, and that was because it put importance on what? On the law. On the law. Ja. Dann würde ich gerne kurz über die Einteilung vom Buch sprechen, Then I would say something about the structure of the book. weil ich finde, also ich liebe immer so das große Bild und dann rein zu zoomen, das hilft einfach für das Verständnis. I love starting with the big picture and then zooming in. I feel like that really helps me with the overall understanding. Und das Interessante am Buch der Könige ist, dass wir am Anfang und am Ende den Fokus auf Jerusalem haben. The interesting thing about the book of Kings is that in the beginning and in the end we have a focus on Jerusalem. Und am Anfang ist ja König Salomo mit seinem riesengroßen Friedensreich und alle Verheißungen Gottes sind eingetroffen und alles ist wunderbar. Ja. In the beginning we have King Solomon with this wonderful reign of peace and all of God's promises are coming true and things are just wonderful. Und dann am Ende des Buches haben wir nur noch die Stadt Jerusalem übrig. At the end of the book, there's only the city of Jerusalem left over. Also das ganze andere Reich ist schon weggefallen. The whole rest of the empire has been taken away. Und schließlich fällt auch noch die Stadt Jerusalem weg. At the end, the city of Jerusalem itself falls. Und zwischendrin wird uns quasi erklärt, wie es von hier nach da kommen konnte. And in between, we are given the explanation how this could happen, how we got from this to this. Und da fällt mir ein, wir haben vergessen, an wen das geschrieben wird, weil das ist schon wichtig. Was glaubt ihr denn, an wen das geschrieben wird, das Buch? And so, what do you guys think? To whom was this book written? Warum will der Autor aufzeigen, hey, da habt ihr angefangen und da habt ihr geändert? Why did the author want to point this out? This is where you started and this is where you ended. Ja. Ja. Cool. You? Nein, dann Me? ja. I think to the Israelites around the time of exile, because it was showing them their history, showing them like a golden age of Israel, Yes. And also, not only the golden and age. then the collapse. Yes. And even more. So, also du hast gesagt, an die Israeliten, die im Exil sind. Yes, you said to the Israelites who are in exile. Und sie lesen von dieser Geschichte, am Anfang war das Reich wunderbar And so they read the story how in the beginning the empire was wonderful. und am Ende ist nichts mehr übrig geblieben. And at the end there's nothing left. Und eben, wenn wir nochmal an das Kapitel 17 denken, ganz viele Begründungen, deshalb. And then when we think back to chapter 17, to all of these reasons, this is why, this is why, this is why, this is why. Also können die Israeliten eigentlich noch viel dagegen sagen oder müssen sie sagen, ja, das stimmt? So would the Israelites be able to deny that a lot, or would they have to confess, well, yeah, that's true? What do you think? Sie können nicht mehr viel sagen, oder? There's not much they can argue Also against. der Autor gibt ihnen eigentlich die Begründung, warum sie im Exil sind. The author is really giving them the reason why they are in exile. Das ist eigentlich ein trauriges Buch sozusagen. And in that sense, it's kind of a sad book. Aber es ist gut, dass wir noch Chroniken haben. Da reden wir dann morgen über den Hoffnungsteil. And so it's great that we also have the book of Chronicles to go with, which gives us the part of hope. Ja. Okay, dann zur Einteilung. Ja. Aber sorry, das heißt also, es ist immer noch an die Israeliten sozusagen geschrieben, die halt Ja, an die Israeliten geschrieben, genau. Die im Exil sind, damit sie verstehen, wieso sie dort sind. So it's written to the people of Israel who've been, or Judah, who've been taken into exile for them to understand why they are now in exile. Du hast ja gerade gesagt, ja, wir sehen die Gründe und diese Behauptung, aber trotzdem können wir aus unserer modernen Perspektive diese Gerechtigkeit nicht verstehen. Dass irgendwie nur weil der König schlecht war und vielleicht noch ein paar andere auch, dass deshalb diese Nation untergehen muss. Also irgendwie, dass Gott das ganze Volk straft oder die Leute straft für die Generation vorher.
Ja. Das ist aus unserer Sicht irgendwie nicht verstehbar. Stimmt. Ich finde, es ist ein gutes Thema, wo wir nochmal diskutieren können. So the question is, from a modern perspective, doesn't it seem a bit unjust that just because the king was doing bad stuff, or some of the people are doing bad stuff, that the whole people had to go to ruin? I think that's a great question, something we can definitely discuss. Weil wir ja schon auch beobachten, also der König ist schlecht, aber die Menschen treffen trotzdem ja auch ihre eigene Entscheidung. Sie lassen sich leiten. Because, okay, we observed the king was bad, but the people still had to make their own decisions. They allowed themselves to be led astray. Das ist sowieso was wir aus dem Buch der Könige absolut lernen können. Something that we can absolutely learn from the Book of Kings. Dass das ausschlaggebend ist, wer sind die Könige, wer sind die Politiker in unserem Land, was machen die für Gesetze? How important it is, who is the king, or who are the politicians nowadays in our country, what kind of politics, what kind of decisions do they make? Und ich finde, eine Gesellschaft lässt sich leiten, manchmal auch sehr unbewusst. And I think a society lets itself be led, sometimes in a very subconscious, unconscious way. Zum Beispiel heutzutage gibt es ja dieses Thema, okay, man darf Kinder abtreiben. For example, nowadays we have this topic, you're allowed to abort children. Und Politiker setzen sich dafür ein, dass sie abgetrieben werden dürfen. Politicians, they fight for that, they are for that kids are allowed to be aborted. Und viele von unserer Gesellschaft gehen einfach mit. Sie lassen sich einfach damit hineinleiten. Ja klar ist das richtig. Natürlich darf die Frau ihre eigenen Entscheidungen treffen. And many people in our society, they just go with that. They say, well, of course that's right. Of course a woman is allowed to make her own decisions over her body. Und hoffentlich sind wir als Christen wach und prüfen, ob wir mit bestimmten Gesetzen mitgehen oder nicht. And hopefully as Christians we are awake enough that we would test that if with certain laws we can agree or not. Aber wenn wir nochmal zurück in die Geschichte Israels gehen, But if we look back at the history of Israel, ich würde sagen, der Großteil von den Israeliten ist mit dem König, was der König gemacht hat, da sind die mitgegangen. I would think that the majority of the Israelites, they were just going along with whatever the king was doing. Wir reden nachher noch mal ein bisschen über das Nordreich, was spezifisch dort auch passiert ist. Later we'll talk about the northern kingdom and what happened there specifically. Also der König dort hat eben 2 Kälber aufgestellt, wo die Menschen dann hingegangen sind, um anzubeten. Where the king erected 2 statues of little calves, and people went to those places to worship. Und die meisten haben es einfach gemacht. Die meisten sind einfach zu diesen Orten gegangen und haben Gott dort nicht Gott angebetet, sondern die Götzen angebetet. And most people did that. They went to those 2 locations and they did not really worship Yahweh, but they worshipped some kind of god. Aber es gab ein paar Leute, die trotzdem nach Jerusalem gegangen sind. But there was a few people who did go to Jerusalem. Jerusalem ist der Ort, wo Gott angebetet werden muss, sozusagen. The place where God had to be worshipped. Also ein paar von der Gesellschaft sind hoffentlich immer Gott treu. So a small part of the society hopefully is always faithful to God. Aber ich glaube schon, wenn der Großteil von der Gesellschaft halt so in Sünde lebt, But I do believe that if the majority of society lives in sin to such a degree, dann muss irgendwann ein Gericht kommen. there has to come judgment at some point. Aber nicht auch aus Liebe, weil er weiß, die Menschen, die zerstören sich daran. But also because of love, because God knows that people are destroying themselves with this. Findest du das, also auf deine Frage schon mal noch einen guten Gedanken? Ja. Ja? Also es ist schon mal eine Antwort. Okay, Aber es ist ja. natürlich eine Ja klar, riesengroß, auf Ja. jeden Fall. Also Ja. genau, wir können gerne auch nochmal später darüber diskutieren. And it is a huge question and something that we can discuss more as we go along. Okay, gut, dann zur Einteilung. Wir sind irgendwie gefühlt schon mittendrin, aber trotzdem die Einteilung von Könige Bücher. Now I feel like, wow, we're already really jumping into the book, but still, let me give you the structure. Oder hat jemand von euch Ideen eigentlich, wie man es ungefähr aufteilen kann? Ich will euch alles Or vorgeben. maybe does someone here have an idea how we could structure this book? Was könnte der erste Teil hier sein? Das habe ich mir schon hingeschrieben. What could be in this first part that I already wrote there? Solomon. Yes. Salomon. Und das vereinte Königreich, also noch eine gute Zeit. So these first 11 chapters describe Solomon and the United Kingdom, which was still at a good time. Du kannst immer die Kapitel aufschreiben, dann
nachher. Ah, ja, genau. Oh. Okay. Was passiert in Kapitel 12 und bis 14? So what happens in 1 Kings 12 to 14? Ja, Spaltung? genau. Die Spaltung. That's when we have the division of the two kingdoms, the separation. Und was glaubt ihr, was deshalb diese ganze, also von 1. Könige 12 bis 2. Könige 16, was könnte ab jetzt für eine Zeit losgehen? And so what would you say, what kind of time is then described between 1 Kings 12 when the division happens and 2 Kings 16? Erst hatten wir das Vereinte Königreich, UK. So first we had the United Kingdom, the UK, and then Divided Kingdom, ja. Genau, und in Kapitel 12 bis 14 haben wir eben diese Reichsteilung. right, so in 1 Kings 12 to 14 we have the division of the kingdom. Und danach, also ich möchte die Einteilung jetzt eigentlich sehr grob halten, will ich nur noch Themen sagen, die darin vorkommen. And then I want to give you some major themes that occur. Welche zwei Propheten sind wichtig in diesem Teil? Which two prophets are important? Which ones are super major in this part? Ja. Yes, Elijah and Elisha. Und was passiert dann noch vor dem Kapitel 2. Könige 17, was ich vorher gesagt habe? And so then what happens right before the chapter 2 Kings 17, which I mentioned before? Also ein Königreich geht früher ins Exil. Welches? One kingdom is led away into exile first. Which one was that? Das Nordreich, genau. The northern kingdom. Also Israel. So the northern kingdom, also then called Israel. Und die Kleine heißt Untergang. So allmählich, ja. Also ja, ich meine, die ganzen Kapitel beschreiben ja den langsamen Untergang von dem Nordreich, bis es schließlich tatsächlich untergeht. All of these chapters describe the gradual decline of the northern kingdom until it finally is taken away. Und welches Kapitel, habe ich gesagt, ist so ein Schlüsselkapitel für das ganze Buch? So what was the chapter that I mentioned that was a key chapter for the whole book? She said it. But, yeah. Yes. 2 Könige 16. Das kann alleine stehen. It's a chapter that can kind of stand by itself, it stands out. Was lesen wir da denn nochmal? And what do we read in there? Warum die überhaupt in das Exil? Genau, die Begründungen. Die Schuld. Ja, die Schuld und die Begründung. Why they went into exile, the reason or the guilt. Ja. Okay, jetzt ist Israel quasi weg und es kommt eine weitere Epoche. So now the northern kingdom of Israel is gone and we're starting into another time period. Wie könnte man wahrscheinlich jetzt diesen letzten Teil im Buch nennen? What could we call this last part of the book? Israel ist weg, wer bleibt noch übrig? Now Israel is gone, who's left? Judah, Ja. Und wie endet Juda am Ende? And how does Judah end? exile. Ja, also auch die Geschichte Juda bis in den Untergang. And so again we could say Judah's decline until they are also destroyed. Aber die letzten 3 Verse dürfen auch nochmal alleine stehen im Buch. But then we could say another point in the book is just those last few verses, that last paragraph. Weil auch wenn die Geschichte bis hierher ganz schrecklich war, Because even though the story, 25, 27, 30, even though the story up until this point has been really terrible, haben wir hier unten diese 3 Verse als eine Message, als eine hoffnungsvolle Nachricht.
Right here at the bottom, these last few verses, they give us a message of hope. Weil es irgendwie uns darauf hinweist, dass es weitergeht. Somehow it points to the fact that the story will continue. Dieser König von Juda wird begnadigt. As this king of Judah is treated kindly, he's being pardoned. Das ist die Linie von diesen ganzen Königen von Juda, wo auch Jesus später kommen wird. That is someone from the line of the kings of Judah that Jesus will also come out of. Also das ist wirklich ein tolles Ende. So it's really a great end to the book, Mit einem Ausblick der Hoffnung. to have this perspective of hope. Okay, bevor wir nochmal einsteigen in das Buch, möchte ich auch nochmal kurz über diese Mächte, die außenrum sitzen, um das Land Israel und Juda sprechen. So before we get into the text, into the main point of the part of the book, I want to point out the different political powers that were surrounding Israel. Weil ich habe ja gesagt, dass Gott diese gerade andere Nationen auch nutzt, um sein Gericht oder seine Erziehung auch auszuführen. As I had said, God used those surrounding nations to bring his judgment or to be raising his people. Und natürlich lesen wir viel über gerade die Nationen, die halt neben Israel auch direkt liegen. And so of course we read so much about these nations that are neighbors with Israel. Also wenn wir in den Süden schauen, dann sehen wir die Philister am Meer. If we look in the southern part, we see the Philistines by the sea. Die habt ihr auch schon oft jetzt, wenn ihr über David gelesen habt, von denen habt ihr gelesen. You have been reading a lot about them, also when it was in the stories of David. Und es ist ja auch ganz klar, dass irgendwie Juda mehr mit den Philistern zu kämpfen hat als das Nordreich. And so it's obvious that Judah had more of battle going on with the Philistines than the northern king. Und die Philister waren so ein Seevolk, die eigentlich von Kreta mal ursprünglich kamen. The Philistines were a seafaring people who had originally come from Crete. Aber mehr brauchen wir, glaube ich, nicht darüber wissen. They had great weapons. Ah, really? Okay, you can add, because I even don't know. Was there a question? Yeah, where's Samaria? Because Samaria was also mentioned. Ja, ich habe nachher noch eine andere Karte und zeig es dann. Wir reden auch noch mal mehr über das Nordreich an sich. I'll bring up another map in a moment where you will see Samaria and we'll talk more specifically about the northern kingdom. Hier kannst du schon mal sehen. So, in der Mitte, genau, die neue Hauptstadt des Nordreichs. So Samaria was then the capital of the northern kingdom. Hast du die Karte aus dem Internet? Die finde ich voll cool. Ich glaube schon. Ich habe gemischt aus verschiedenen Präsentationen. Ja, es gibt aus dem Internet. Yes, this map that Jonathan really likes, it can be found on the internet. Ja. Gut, dann haben wir Edom. Also von Edom lesen wir auch immer wieder, dass sie mit Israel auf Kriegsfuß waren. Then we have Edom, the Edomites. We read that they were constantly fighting against Israel. Und die Edomiter waren Nachfahren von Esau. These Edomites, they were descendants of Esau. Deswegen war Israel eigentlich auch so ein bisschen der Kampf mit ihnen verboten. And so Israel was commanded not to go to war against them. Aber trotzdem war irgendwie eine ständige Feindschaft zwischen ihnen und Israel. But there was this constant enmity between them and Israel. Und alle diese umliegenden Nationen, also auch Edom, die haben alle im Götzendienst gelebt. All the surrounding nations, including Edom, were living in idolatry. Dann haben wir noch die Moabiter und auch die Ammoniter, die fasse ich zusammen. On the east we have the Moabites and the Ammonites, which I will lump into one. Weil es heißt, dass die ziemlich verwandt miteinander sogar sind. It says that they were related to each other, they were pretty close. Und die beiden zusammen haben wohl auch Bileam beauftragt, Israel zu verfluchen. Apparently, those two kingdoms together, they paid Balaam to curse Israel. Also die beiden sind generell Israels Gegner. So generally, they were opponents of Israel. Aber könnt ihr euch erinnern, dass es jemand gab, der aus Moab kam, oder die, und das war eine gute Frau? But can you remember a good person who came out of Moab? A great Genau, lady. Ruth war eine Moabiterin. Ruth was a Moabite. Ja. Und dann haben wir noch die Aramäer oben. And then we have the Arameans in the north.
Und Aram ist das gleiche wie Syrien